Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie Game Devlog zu Port Empire. Ja, es ist ein gewaltiges Update. Ich nenne das Ganze mit dem guten Renault auch das Port Empire 2.0 und ich möchte in diesem Devlog auf alle Änderungen eingehen, die gewaltig sind, wirklich gewaltig, und ich möchte ein wenig über die Zukunft von Port Empire quatschen. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an. Sicherlich ist euch schon aufgefallen, dass die Insel um einiges größer ist, gewaltig größer. Das liegt daran, dass wir eine neue Map Generation geschrieben haben, die auch noch viele weitere Features beinhaltet, auf die werde ich gleich eingehen. Erstmal möchte ich mit euch über diesen Fortschritt sprechen, den wir hier gemacht haben. Denn am Anfang hatten wir hier natürlich nur eine ganz normale Plane aus den Hexagon-Teilen erzeugt. Und später hatten wir uns dann Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze ein bisschen Insel-shapiger mäßig machen könnten. Und hatten einfach angefangen, ein paar Tiles am Rand zu löschen, was ziemlich gut geklappt hat, wie ihr hier sehen könnt. Allerdings haben uns dann diese Single-Hexagon-Tiles ein wenig gestört, die so ein bisschen alleine rumstanden. Und die haben wir dann ebenfalls gelöscht, indem wir ein neues Feature angewandt haben, welches wir eingebaut haben, nämlich die Nachbarteile zu finden. Dadurch hat sich auch das Binding System drastisch verändert, und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier unten durch verschiedene Kategorien zu wechseln und euer Gebäude auszuwählen, wodurch dieses Gebäude dann eurer Maus folgt und ihr könnt ein gewisses Teil euch auswählen. Ihr könnt das Gebäude auch noch drehen mit der Taste R, je nach gewünschter Richtung, und dann in der Welt platzieren. Auch bei den Produktionsgebäuden hat sich was verändert, und zwar könnt ihr die jetzt nicht mehr direkt auf dem Forest-Teil zum Beispiel bauen, sondern müsst ihn auf einem normalen Teil bauen, und durch unsere Get Neighbor Calculation erkennt dieser Holzfäller alle Bäume, die im Umkreis von einem Teil sind. Diese Funktion haben wir unter anderem auch gemacht, damit sich auch mehrere Produktionsgebäude eventuell einen Wald teilen können, was im späteren Spielverlauf vielleicht sehr, sehr gut sein könnte. Und hier könnt ihr auch gerade noch einmal sehen, dass wir es bereits schon geschafft haben, die Tree Cutting Function einzubauen, also dass der Holzfäller auch an seine Arbeit geht. Auch hat Port Empire ein neues, aber feines Gebäude, und zwar ist das der Marktplatz, an dem sich einfach eure Villager versammeln. Ist ein nettes, nices Gimmick, ist einfach wirklich das allererste Bedürfnis, welches ihr erfüllen müsst für eure zukünftigen Dorfbewohner. Denn sie wünschen sich einfach soziale Interaktion, und die kriegen sie auf dem Marktplatz. Und dank unserer neuen Get Neighbor Calculation könnt ihr nur einen Marktplatz zum Beispiel bauen und damit 2 weitere Reihen, also einen Effekt-Radius von 2 Tiles, komplett abdecken. Es ist wirklich hart, alles neu aufzusetzen, aber im Großen und Ganzen war es das dann natürlich schon für diese Woche. Nächste Woche werden wir natürlich nutzen und die restlichen Gebäude, die es bisher gibt in der alten Version, in die neue importieren und natürlich auch so weit fertig machen, dass die Jobs verfügbar sind für eure Dorfbewohner. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch auch komplett diese neue Version gefällt von Port Empire. Wenn nicht, lasst es mich natürlich auch gerne wissen, aber wir haben wirklich jetzt viel mehr Möglichkeiten, etwas in dieses Spiel zu integrieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns beim nächsten Indie Game Devlog wieder. In diesem Sinne, macht es gut, meine Freunde. Ciao. Und natürlich ein fettes Dankeschön an Renault, Tobias, Octadorin und Arcos. Vielen Dank für eure Unterstützung.